Hallo und herzlich willkommen zu 6 Dimensionen in Farbe. Heute mit einer Spezialausgabe zum 20. Todestag von Burkhard Heim. Ich befinde mich in Nordheim im südlichen Niedersachsen. Burkhard Heim lebte in dieser Stadt von 1946 bis zu seinem Tod im Jahr 2001, also insgesamt 55 Jahre. Burkhard Heim war ein engagierter Bürger seiner Stadt. Den Stadtvätern, die in den 70er Jahren für mehr Durchgangsverkehr und Gebäudemodernisierung sorgen mussten, muss er ein Dorn im Auge gewesen sein. Die von ihm gegründete Bürgerinitiative Rettet die Altstadt setzte sich erfolgreich gegen die allzu schlimmen Bausünden der 70er Jahre durch. Viele der schönen Fachwerkhäuser in der Altstadt haben ihren Erhalt ihm und seinen Mitstreitern mit zu verdanken. Burkhard Heim lebte die längste Zeit hier in der Schillerstraße. Wer weiß, vielleicht wird sein Haus einmal zu den berühmten Geburtsstätten, Wohnstätten usw. berühmter Wissenschaftler zählen. Schräg gegenüber, in der Wilhelmstraße, befand sich das Institutsgebäude, in dem er arbeitete und seine Versuche vornahm. Nach dem Tod seiner Frau im Jahre 2006 verfielen leider beide Gebäude. Es gab schwere Wasserschäden. Sein Wohnhaus musste grundsaniert werden und das Institutsgebäude musste vollständig abgerissen werden. Ein Teil seines persönlichen und wissenschaftlichen Nachlasses, sofern er geborgen werden konnte, lagert hier im Archiv der Stadt Nordheim. Ein Teil seines wissenschaftlichen und persönlichen Nachlasses befindet sich in diesen Kartons hinter mir. Interessenten können darin gerne Einsicht nehmen nach vorheriger Anmeldung und unter Berücksichtigung der Archivgebühren. Unter dem Material befinden sich einige gebundene Bücher vom Resch Verlag, der Großteil ist aber die Kladden, die Heim seinem Vater diktiert hat, sowie viele lose Blätter. Die Erleuchtung über die Heimtheorie wird hier niemand so schnell finden. Was von den Unterlagen nicht veröffentlicht ist, das ist größtenteils handschriftlich, vieles davon stichwortartig und es ist wie mit allen seinen Publikationen. Es erfordert ein langfristiges Commitment, denn man wird erst dann etwas davon verstehen, wenn man sich schon gut in seiner Gedankenwelt auskennt. Wozu ich allerdings jeden aufrufen möchte, der noch im Privatbesitz von Unterlagen ist. Bitte stellt dem Stadtarchiv Nordheim wenigstens Kopien davon zur Verfügung. Das heißt von Schriftstücken, Briefen, Disketten, Kassetten. Das ist heute kein Kostenfaktor mehr. Diese Unterlagen sollten der wissenschaftlichen Forschung zugänglich gemacht werden. Ich weiß nicht, vielleicht hoffen einige, dass diese Originalsachen mal viel wert sein werden oder Sammlerstücke. Bislang ist das leider noch nicht zu erkennen, aber wenigstens die Informationen darauf sollten der Öffentlichkeit zugänglich sein. In diesem Auwäldchen an der Ruhme hat Heim sich gerne aufgehalten. Er war nicht Mitglied einer politischen Partei, aber er identifizierte sich stark mit den Zielen der Grünen. Bereits in den 70er Jahren warnte er vor den Folgen eines Klimawandels und wandte sich gegen gedankenlosen Konsum, Wirtschaftswachstum und Profitstreben um jeden Preis. Zu seinen zahlreichen bürgerlichen Aktionen zählte auch, dass er dieses Auwäldchen vor einem Straßenbauprojekt verteidigte. Heims letzte Spur führt uns auf den Hauptfriedhof von Nordheim. Er starb am 14. Januar 2001 nach längerer Krankheit an den Folgen einer Lungenentzündung. Die Bestattung und die Trauerrede führte sein langjähriger Freund und Verleger, Pater Professor Andreas Resch, durch. Er wurde im Familiengrab an der Seite seiner Eltern beigesetzt. Sein Grab ziert eine Platte, die sein Lebenswerk würdigen soll. Darauf sind abgebildet die 6 Dimensionen der Heimtheorie und die 6 zusätzlichen Dimensionen der Heim-Dröscher-Theorie. Vielleicht wäre es passender gewesen, eine synchrometrische Gleichung für das Televarianzprinzip dorthin zu schreiben. Denn das wäre der eigentliche Ausdruck von Sinnhaftigkeit und unsterblichem Bewusstsein. Sein Hauptanliegen, wie er selbst bekundete, war nicht die Physik. Es war, seinen Mitmenschen ein sinnstiftendes Gefühl für das Leben zu geben, ohne sich fürchten zu müssen vor, Zitat, dieser Unstetigkeit im menschlichen Leben, die wir Tod nennen. Es ist gut möglich, dass man sein Lebenswerk erst dann verstehen und würdigen wird, wenn auch ich längst zu Staub zerfallen bin. Bis es soweit ist, werde ich mich bemühen, sein geistiges Erbe lebendig zu halten, in 6 Dimensionen und in Farbe.